Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem neuen DPS-Ranking aus dem Discord. Danke an Shibasa, der mich darüber informiert hat, dass es das gibt. Hat irgendwie nicht so große Wellen geschlagen, glaube ich, weil das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Und haben irgendwie nur, keine Ahnung, 30 Leute darauf reagiert. Einige Leute haben natürlich kommentiert. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass es die meisten Leute im Discord nicht wirklich aktiv verwenden. Ich persönlich halt eigentlich auch nicht wirklich. Und deswegen geht sowas halt leicht unter. Also wenn solche interessanten Sachen gepostet werden, das können auch andere Sachen sein, dürft ihr oder könnt ihr mir das gerne sagen, dann kann ich das quasi weitergeben an die ganze Community oder zumindest an meine Community, damit es halt dann mehr Leute erfahren, weil es sind ja schon wichtige und interessante Infos auf jeden Fall dabei. Und ich denke, im Discord, wie gesagt, kriegt das einfach offensichtlich nicht jeder mit, weil bis vor ein paar Tagen war es noch kein Thema. Und ja. Genau, das hier sind erstmal die Grundbedingungen. Ich will auch nicht zu detailliert reingehen, weil es wurden auch sehr viele verschiedene Builds getestet und das ist dann eigentlich gar nicht mehr so ultra interessant, weil ich meine, letztendlich interessiert ja die meisten Leute immer nur, was ist das beste Bild. Natürlich zum Vergleichen ist es schon noch interessant, aber zum Beispiel bei Blade and Knight wurden halt wirklich fast alle Kombinationen getestet und ich meine, am Ende des Tages ist halt irgendwann klar, okay, es gibt die beste Combo und dann ist natürlich schon noch interessant von den nicht besten Kombos, was ist da wiederum besser oder schlechter, aber in den meisten Fällen ist es halt eigentlich einfach logisch. Axe besser als Sword, solche grundlegenden Sachen zum Beispiel und so. Und ja, also wie gesagt, wollen wir nicht zu detailliert machen, das Ganze, sonst dauert es zu lange. Genau, ihr seht es hier schon, also es wurden Maxed Out Pets benutzt, also perfekte Pets ohne Grace Spam. Plus 5er Ultimate Jewel Sets, natürlich A-Karten, 28%, 4 Additional Stats, alle Premium Items, 500er Int Buffs, kein HC oder Moonbeam, Link Attack, Green Chip Masken und alle Auto Attack Classes Ultimate Bonus und Weapon Always Attack plus either PvE Damage or Crit Damage, Pets, Crab Angel, Fox. Also einfach Full Damage basically. Genau. Und ja, dann fangen wir an. Bevor ich euch natürlich, ich will euch jetzt natürlich nicht direkt die Liste zeigen, welche ist die beste Klasse, weil es wäre langweilig. Wir gucken uns jetzt erstmal die Klassen einzeln an. Hier haben wir den Blade mit der nicht detaillierten Ansicht. Da haben wir, wie gesagt, später noch eine wesentlich detailliertere Ansicht, wo noch weitere Builds getestet wurden. Aber wie schon gesagt, es ist ja eigentlich naheliegend, letztendlich. Und ja, die beste Combo, wer hätte es gedacht, ist natürlich die FEC, Lucaris Crystal Axis oder halt einfach Lucaris Crystal Axis. Das ist mit dem FEC, das kann man sich letztendlich einfach immer wegdenken, wenn man halt nicht auf dem FEC gespielt hat. Dann ist es halt einfach das Gleiche, nur halt ohne das FEC letztendlich. Also sollte zumindest so sein. Würde mich jetzt überraschen, wenn es irgendwo nicht so wäre. Aber ja, das ist halt jetzt durch diese FEC-Sachen natürlich nochmal ein bisschen verändert worden. Seit dem letzten DPS-Ranking, weil das letzte DPS-Ranking war quasi ohne die FEC-Sachen, was es ja logischerweise noch nicht gab. Und jetzt gibt es ja aber sozusagen neues, bestes Equipment, obwohl es eigentlich gar kein neues Update gab, eben durch den FEC mit diesem FEC Gold Equipment. Also FEC Gold Lucaris Crystal X heißt das da oben. FEC GLC. Denkt sich jemand, der nicht weiß, was das heißt. Ja, moin. Was zum Teufel? Und ja, beste Combo ist halt Lucaris Crystal X mit 100% Crit Chance und White Set kommt man auf 748.000 DPS anscheinend. Ist sogar gerankt, glaube ich. Genau, ist sogar die richtige Reihenfolge. Zweitbeste Combo ist dann halt Lucaris Crystal X und Sword. Klar, ist ein bisschen schlechter, was keine 2 Äxte sind. Oh, hoppla. Dann Lucaris Crystal X und Nautilus. Quasi als Ersatz, dass man sich die zweite Lucaris Crystal X spart. Und dann natürlich Nautilus und Lucaris Crystal Sword. Und dann zweimal Nautilus ist noch ein bisschen schlechter als das. Hier kommt man anscheinend auch nicht mal auf 100% Crit-Rate. Hier oben tatsächlich auch nicht. Aber hier steht zum Beispiel dabei, dass es mehr Damage macht als mit Maximal Crit mit der Wind A. Dann haben wir den Knight. Hier ist es ähnlich eigentlich. FEC Gold Lucaris Crystal Heavy Axe. White Set 100% Crit Chance 539.000. Dann wurde hier das gleiche nochmal getestet mit Pain Dealer. Macht man halt logischerweise mehr Damage, aber es ist ja in Klammern gesetzt worden. Ich glaube, die Debuffs wurden generell eigentlich eher außen vor gelassen, weil das Ganze halt nochmal verfälscht, weil bei den Debuffs ist es halt so, dass man halt Cooldowns hat, Animationszeit, die nicht permanent aktiv sind. Und ich meine, letztendlich interessieren die Debuffs halt eigentlich auch kaum jemanden, weil vor allem bei Bossmonstern sind die Debuffs extrem verkürzt in der Regel, also halten eh nur kurz. Und beim normalen Leveln zum Beispiel benutzt man sie in der Regel gar nicht, weil die Monster sterben viel zu schnell, dass sich ein Debuff lohnen würde und so. Deswegen ist das hier wahrscheinlich in Klammern gesetzt worden, dass es halt keine Rolle spielt. Ja, und hier ist es eigentlich ähnlich. Lucaris Crystal Heavy Sword macht tatsächlich 525.000. Das ist, I guess, die Surprise, dass es gar nicht so viel weniger ist. Ich glaube, bei der letzten, müsste ich nochmal nachschauen, ich glaube, beim letzten Mal war es anders. Da war es, glaube ich, weiter auseinander tatsächlich. Dann Abyss ist quasi Hernes Big Axe für uns Deutsche.
Mit Leviathan fast gleich auf. Auch das ist irgendwie fast ein bisschen komisch oder überraschend. Dann Lucaris Crystal Sword und Lucaris Crystal Shield ist weit drunter. Und Cutlass und Lucaris Crystal Shield ist dann tatsächlich auch weit unter den ganzen anderen Sachen, aber relativ nah am Crystal Sword dran tatsächlich. Also ich finde, das Knight Ranking ist irgendwie komisch, muss ich sagen. Also ich finde, das Knight Ranking sieht irgendwie echt weird aus, weil es echt, also vor allem die beiden Sachen sind komisch und eigentlich die beiden Sachen auch, tatsächlich, dass das so nah beieinander ist. Aber it is what it is. Man muss es akzeptieren, wie es hier gepostet wurde. Dann Bill Poster ist das beste, Lucaris Crystal Knuckle natürlich mit 100% Crit Chance White Set. Klar, hier genau das gleiche mit Barakial Esna. Ist auch wieder so ein Debuff, der halt nicht permanent aktiv ist, deswegen ist das halt eigentlich irrelevant. Also ja, okay, aber wie gesagt, genau, jetzt sind wir hier beim PvE-Set, sind wir nur bei 390.000, da verliert man sich 100.000 Schaden, aber bei Bill Post ist es klar, der braucht ja quasi das Set, um alle seine Stats aufzubauen. Und wenn er das White Set nicht mehr hat, verliert er so viele Stats, die er dann mit Karten, Power-Ups, whatever wieder ausgleichen muss. Da verliert er halt extrem viel Damage. Dann haben wir hier Fist of Tides, also Hernes Knuckle mit 461.000. Ist auch gar nicht so viel weniger, sind nur 30.000 tatsächlich. Ist auch gar nicht so heftig. Und auch hier sind es fast 100.000 weniger, wenn man dann statt dem White Set das PvE-Set mit dem Hernes Knuckle nimmt. Jester. Gut, Jester ist relativ simpel, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Er hat ja nur 2 Jojos letztendlich. Genau. Crystal Jojo 429.000 mit White Set, mit PvE-Set 416.000. Auch hier eigentlich fast ein bisschen komisch, aber das liegt wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Crit-Chance, weil Jester ja ohne, also beziehungsweise Jester hat ja einfach eine sehr hohe Crit-Chance. Das heißt, er braucht sein Set nicht zwingend, zum Beispiel für die Crit-Rate, andererseits wahrscheinlich der Bill-Poster. I guess deswegen ist es so nah beieinander, in Anführungszeichen. Typhoon ist auch gar nicht so weit behind, auch nur 27.000 weniger als Lucaris Crystal Jojo. Auch das ist eigentlich überraschend, weil Typhoon ist extrem günstig. Ich weiß nicht, was Crystal Jojo kostet, aber Typhoon, also Hernes Jojo, ist ultra günstig auf jedem Server. Das kriegst du hinterhergeschmissen. Also es ist crazy, dass das so nah am besten dran ist quasi. Und gut, mit PvE-Set ist das natürlich dann wieder deutlich schlechter. Ranger, eigentlich genauso das gleiche wie mit, ich habe schon Ranger gesagt, ne? Genau, Ranger ist fast das gleiche wie beim Jester. Eigentlich wirklich fast 1:1 dasselbe, nur der Damage ist ein kleines bisschen niedriger. Selbe Argumentation mit der Crit-Chance. Beim Ranger natürlich nochmal zusätzlich, weil er immer eigentlich 100% Crit-Chance im High-Level hat. Vollkommen egal, welches Set und was auch immer er trägt. Das ist nochmal ein klitzekleiner Vorteil vielleicht gegenüber dem Jester in manchen Situationen. Aber ja, grundsätzlich eigentlich mehr oder weniger sehr ähnlich. Relativ langweilig auf jeden Fall. Interessanter ist dann der Elementor wieder. Der hat ja im letzten Damage-Ranking extrem gut abgeschnitten und konnte es fast mit dem Jester aufnehmen bei 1v1 DPS, by the way. Wo sich natürlich auch viele Leute darüber ein bisschen geärgert haben. Oder was heißt beim Jester aufnehmen, beim Jester und beim Ranger aufnehmen. Aber da gab es damals schon so einen kleinen Aufschrei, so wie kann das sein, dass der Elementor so stark ist. Und es hat sich eigentlich nichts geändert. Also wir haben jetzt hier die beste Kombi aktuell. FEC Golden Lucaris Crystal Staff oder halt nur Lucaris Crystal Staff mit dem 150er PvE-Set, sofern man 200% Cast-Time hat. Also das ist eigentlich bekannt schon. Mit 376.000 Damage. Und etwas schlechter sind dann die Kombinationen mit Hernes Stab und Lucaris Crystal Stab mit 200% Cast-Time und dem White Set. Und fast genauso gut ist die andere Kombination mit dem PvE-Set, nämlich mit Hernes Stab und 371.000. Wobei man da jetzt natürlich aufpassen muss, das hier ist natürlich nicht AoE-Damage, das hier ist natürlich 1v1-Damage sozusagen. Also ich meine, Elementor hat zwar fast nur AoE-Skills, also logischerweise wurden auch hier AoE-Skills benutzt, nämlich Electric Shock, Burning Field, Meteor Shower, zudem Windcutter und Firebird. Und der Grund, warum das trotzdem so nah beieinander ist, ist halt einfach Waterbomb logischerweise. Und wenn man jetzt aber natürlich AoEen würde, würde man niemals einen Lucaris Crystal Staff nehmen. Also wegen AoE Damage, weil logischerweise Waterbomb ein zusätzlicher Skill einfach letztendlich ist. Und hier, wie gesagt, 1v1-Skills benutzt wurden. Wenn du jetzt rein AoE-Damage machen willst, dann würdest du natürlich immer den Conch-Stuff benutzen, also den Hernes-Stuff und niemals den Lucaris Crystal eigentlich. Genau. Ja, Ringmaster finde ich persönlich jetzt extrem uninteressant eigentlich, weil das halt wieder so ein... Also ich meine, das ist genau das gleiche wie beim letzten Mal, da kann man sich eigentlich nur drüber aufregen. Ähnlich wie beim Elementor vielleicht, außer man ist selber Elementor. Und zwar, natürlich macht er mit den Sticks keinen Damage, ist ja klar, er kommt hier auf 154, 65, 54, 58.000 mit verschiedenen Stick-Kombinationen. Ja, ich meine, ist klar, er ist eine Supporter-Klasse vom Spiel so gesehen als Supporter. Bei 1v1 DPS wird er niemals mit irgendjemandem mithalten können. AoE sieht es natürlich wieder anders aus, aber das hier ist ja 1v1 DPS quasi, also es juckt niemanden quasi, was der für ein Damage mit seinem Stick macht. Und
Dann haben wir halt wieder diese Kombination, weil Ringmaster hat diese Sonderfunktion. Er ist ja auch ein Assist und kann auch alle Knuckle tragen, weil alle Knuckles sind für Assist gedacht. Also jeder Assist kann alle Knuckle tragen. Und deswegen kann er natürlich auch hier quasi sich ein Lucaris Crystal Knuckle holen, dein Shield, Lucaris Crystal Shield, ein Angel Pad, Full STR gehen und so weiter. Und natürlich auch auf 100% Crit-Rate kommen mit den entsprechenden Sockeln und Power-Ups und so weiter. Und kommt hier auf sage und schreibe 364.000 DPS. Das ist fast das ähnliche wie beim letzten Ranking. Zahlen sind halt ein kleines bisschen höher. Und wenn wir uns zurückerinnern, Ranger war, glaube ich, 390.000 und Jester war 429.000. Das heißt, eigentlich eine Troll-Klasse. Meiner Meinung nach ist es eine Troll-Klasse. Warum? Weil Ringmaster kein einziges 1v1-Set hat. Das heißt, das Spiel sagt von Haus aus eigentlich, du kannst zwar einen Knuckle und ein Schild tragen, aber wir geben dir kein Set, weil du sollst so nicht spielen. Du kannst so spielen, aber du sollst es nicht. Weil weil das vorgesehen wäre, würde es ein Set geben, das Crit-Damage, Crit-Rate und so weiter gibt. Gibt es aber also ich meine, es gibt Talin-Set theoretisch, aber ja. Ich meine halt, wir reden hier von High-Level-Equipment. Und trotzdem kann man hier auf 364.000 Damage kommen mit dem PvE-Set. Das ist ja wie gesagt, das bringt keine Crit-Rate, das bringt kein Crit-Damage, das bringt lediglich PvE-Schaden und so weiter. Also eigentlich Stats, die jetzt für AOE natürlich gut wären, aber nicht für 1v1 unbedingt. Und trotzdem kann der hier fast mit dem Ranger und auch in die Nähe des Jesters kommen. Und das ist halt, also keine Ahnung, was das soll. Also es ist irgendwie Troll. Also entweder er gibt in dem Set und der sagt, okay, Ringmaster kann man auch 1v1 spielen. Was irgendwie auch sinnlos wäre, weil das wäre basically einfach nochmal ein Bill-Poster. Würde wahrscheinlich genau den gleichen Damage machen. Oder würde den gleichen Damage machen. Ich finde das irgendwie so ein bisschen sinnlos. Genau. Trotzdem interessant und trotzdem auch irgendwie traurig. Psykeeper ist der letzte hier in unserer Runde. Ja, hier ist wieder relativ unspektakulär. Bei Psykeeper kann man jetzt auch nicht so ultra viel verändern. Du hast halt 2 Wands letztendlich und halt 2 Sets. Also eigentlich ja auch wieder wie beim Elementor. Nur beim Elementor hat man halt noch die verschiedenen Skills, die man benutzen kann. Verschiedene Skill-Kombinationen hat man jetzt beim Psykeeper ja eigentlich nicht. Und er kommt hier mit seiner besten Combo, ist auch hier 150er PvE-Set, sofern man die 200% Cast-Time hat, 261.000 Damage mit dem Lucaris Crystal Wand. Und der Hernes Wand ist ein bisschen drunter mit 11.000 weniger, also ja, fast identisch. Und auch hier wieder natürlich, wenn man jetzt AOEen würde, würde man den Hernes Wand natürlich bevorzugen, wegen Waterbomb. Ja, und wer aufgepasst hat, weiß, es hat sich eigentlich nichts geändert zum letzten Ranking, kann man sagen. Blade immer noch die unangefochtene Nummer 1. Hat sich durch die goldenen FEC-Waffen natürlich nichts geändert. Knight immer noch Platz 2 bis 3, muss man natürlich sagen. Wenn wir uns zurückerinnern, das ist gleich das hier, genau. Kein HC. Warum das so wichtig ist bei Knight ist wegen Swordcross, weil Swordcross und HC können nicht zeitgleich triggern. Das heißt, wenn permanent HC'd wird, wird der Knight schlechter und alle anderen werden aber besser. Das ist total bescheuert. Ich finde, die sollten Swordcross einfach entfernen und dem Knight einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Damage geben, weil es irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich meine, HC ist einfach ein essentieller Bestandteil des Spiels. Ringmaster sind ein essentieller Bestandteil des Spiels beim Damage machen, bei Dungeons, bei Bossen und so. Also, dass eine Klasse hier gepunished wird dafür, dass sie einen passiven Skill hat, der grundsätzlich gut ist, aber in Verbindung mit einem Ringmaster dann quasi, du wirst nicht aktiv schlechter, aber du wirst halt auch nicht wirklich besser, während alle anderen definitiv deutlich besser werden durch HC. Und das ist halt irgendwie bescheuert. Also ich meine dann, keine Ahnung, also ich finde das irgendwie affig. Nur um Swordcross, dieses alte Relikt der Vergangenheit, das im Live-PC nie wirklich funktioniert hat. Das war ja komplett verbuggt von Anfang an gefühlt, deswegen wurde es auch weggepatcht irgendwann. Oder es war nicht von Anfang an verbuggt, aber es war dann irgendwann verbuggt und dann haben sie es einfach entfernt, statt es zu fixen. Und ja, keine Ahnung, ich verstehe halt auch nicht, was das jetzt im Live Universe zu suchen hat, weil es ergibt halt einfach, finde ich, irgendwie wenig Sinn. Ich meine, Blade macht 200.000 Schaden mehr und bei Knight sagst du, Swordcross und HC, nein, das kann nicht zeitgleich funktionieren, das ist viel zu krass oder so. Man kann ja grundsätzlich verstehen, aber dann entfernt halt einfach Swordcross, gibt ihm ein bisschen mehr Damage oder so und fertig. Also was soll denn das? Das ist ja lächerlich. Und ja, genauso lächerlich ist, wie gesagt, hier sieht man es nochmal, 429.000, 390.000 bei Jester und Ranger. Elementor fast der gleiche DPS wie Ranger in dieser Kombination. Und Ringmaster einfach auch mit diesem Auto-Attack-Bild. Psykeeper ganz hinten dran, Psykeeper eigentlich komplett ab vom Schuss, kann mit niemandem mithalten. Und Ringmaster mit dem Skill-Bild ist sowieso, also bei 1v1 DPS absolut irrelevant. Genau, dann haben wir jetzt hier noch die Builds für den Blade und für den Knight. Da wurde, wie gesagt, noch viel mehr getestet. Also das müssten jetzt eigentlich die Sachen sein, die wir schon gesehen haben. Genau, bis hierhin. Dann haben wir hier noch 3 weitere Builds. Die werden natürlich grundsätzlich nicht wirklich besser, sondern eher immer schlechter. Haben wir hier noch Lucaris Crystal Axe und Coral Cutlass als Hernes Sword.
Nautilus, also Hernes Axe und Hernes Sword mit Wild Set und du zahlst Crystal Sword, also 2 Swords quasi. Ist natürlich hier das Schlechteste. Aber alles ist natürlich extrem gut. Ich sag mal so, beim Blade kann man wenig falsch machen. Ich meine, beim Blade, es ist so lustig. Du kannst beim Blade einfach literally jede Kombination gefühlt tragen. Also PvE-Sets wurden hier noch nicht getestet. Ich glaube, das wird noch gemacht. Finde ich jetzt aber persönlich auch nicht so ultra interessant. Weil natürlich wird der Damage dann einfach nochmal niedriger sein und einfach abhängig von den Waffen größtenteils sein. Aber vom Prinzip her ist es halt einfach crazy, dass bei Blade du kannst 2 Schwerter tragen. Es ist sogar fast egal, welche Schwerter du trägst. Du kannst Axe, Sword, du kannst irgendwie alles kombinieren, wie du willst. Du bist trotzdem immer der Stärkste. Das ist irgendwie komplett bescheuert, wenn man so drüber nachdenkt. Also, das verstehe ich jetzt nicht wirklich unter Balancing. Ach so, nee, wir haben sogar noch mehr Leute. Aber ich wollte schon sagen, es war doch vorhin viel mehr. Okay, ich habe den zweiten Screenshot vergessen. Genau, dann, was haben wir hier noch? Nochmal, genau, 2 Swords. Dann Sword in der Main Hand, I guess, soll das wahrscheinlich heißen. Genau. Ja, also ich meine, diese Kombinationen machen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Warum zum Teufel sollte man das jemals machen? Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Hier hat man zum Beispiel Hernes Sword in der Main Hand, I guess. Okay, diese keine Ahnung, warum man da überhaupt Zeit investiert hat, ehrlich gesagt. Diese Kombinationen machen jetzt echt nicht so viel Sinn. Gut, 2-mal Hernes Sword ist noch ganz interessant. 591.000, also mit Abstand das schlechteste von diesen Standardkombinationen. Also 2-mal, 2-mal, 2-mal und so. Obviously ist es mit Abstand das schlechteste. Ich habe lustigerweise schon ein paar Blades gesehen, die das getragen haben. Ich meine, wie gesagt, du bist immer noch stärker als alle anderen gefühlt. Also alle anderen außer Blades halt. Aber du bist auf jeden Fall mit der schwächste Blade letztendlich. Und genau, hier wurde es tatsächlich noch mit PvE-Set getestet. Tatsächlich 2-mal, aber ich glaube, ein paar weitere Builds sollten noch kommen mit PvE-Set. Aber auch hier natürlich ist ja das Gleiche, wie gesagt, bei den anderen Klassen. Du verlierst einfach Crit-Rate und Crit-Damage von dem Set-Effekt. Kannst natürlich dann ausgleichen hier mit Angel, mit Power-Ups, wie auch immer, dass du trotzdem auf 100% Crit-Chance kommt. Aber natürlich ist dein Damage dann einfach schlechter. Ich meine, das ist einfach logisch und ja, wie gesagt, kann man auf jeden Fall mitnehmen grundsätzlich. Dann genau, hier jetzt müssen wir wieder gucken. Die ersten 4, 5, genau, die kennen wir alle. Ich habe es ja eh so abgescreenshottet. Ich habe mich jetzt einfach noch selber verwirrt. Genau, das sind die Kombinationen, die wir jetzt noch nicht kannten. Was ist das hier? Luzax, Crystal Axe und Shield. Okay. Wartet mal, ist es besser? Ne, ist es nicht. 456.000 mit dem Sword. 431.000 mit der Axe, also ja, 25k DPS bei über 400.000. Das ist weniger als 10%, das ist wirklich minimal. Also ein sehr kleiner Unterschied, das sind sogar ein bisschen mehr als 5% tatsächlich sogar nur. Ja, also Schwert und Shield Knight oder Axe und Shield Knight, tatsächlich kein großer Unterschied auch. Ja, generell die Knight-Builds scheinen irgendwie alle relativ nah beieinander zu sein, grundsätzlich, also wenn man jetzt verschiedene Sachen kombiniert, hängt es halt auch hier wieder mehr vom Set grundsätzlich ab oder halt von der grundsätzlichen Kombination und weniger als von der Waffe direkt. Genau. Okay. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Jupp, that was it. Also gehen wir nochmal zurück zu dem Ranking. Wie gesagt, hat sich nichts geändert. Knight ist halt entweder Platz 2 oder Platz 3. Also wenn man, wie gesagt, mit Dauer-HC das testet, so war es zumindest beim letzten Mal, überholt der Bill-Poster dann den Knight, damit Bill-Poster stärker als Knight. Und Knight halt durch Swordcross leider rutscht dann halt einen Rang auf jeden Fall hinab, weil bei ihm halt HC, also ich meine, er macht schon mehr Damage mit HC, weil Swordcross triggert ja nicht mit jedem Auto-Attack, während HC mit 200% Cast-Time auch nicht bei jedem Auto-Attack triggert, aber bei jedem zweiten mindestens. Also er wird auch stärker, aber halt nicht in dem gleichen Maße wie die anderen. Und genau, das ist eigentlich das Einzige, was man hier noch dazu sagen kann, wissen sollte. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Und ich habe es einigermaßen gut zusammenfassen können, ein bisschen erklären können noch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.